Ich möchte heute mal ein paar Möglichkeiten und Varianten aufzeigen, wie man bei Infinity einsteigen könnte. Und damit Servus und herzlich willkommen da draußen. Heute geht es wieder mal um Infinity the Game. Und wie vorhin schon gesagt, ich möchte heute mal das Thema besprechen, wie man so Möglichkeiten hat, mit Infinity anzufangen. Und ich möchte mich auch gleich im Vorfeld entschuldigen, falls man im Hintergrund irgendwie Baustellengeräusche hört. Hier bei mir im Wohnpark werden gerade noch zwei Häuser gebaut und da hört man im Hintergrund vielleicht die Bauarbeiten. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen mal ins Video hier einsteigen. Ich werde hier ein paar Sachen durchgehen. Hier sind auch schon 3 Boxen, die meiner Meinung nach auch ganz gut für den Einstieg geeignet sind und dafür auch gedacht sind. Darüber werde ich jetzt auch ein bisschen dann sprechen. Und als Information, das Video werde ich hier jetzt oben rechts für euch verlinken. Da habe ich schon vor mittlerweile 8, 9 Monaten ein Video zur aktuellen 2-Spieler Startup Box gebracht, Operation Kaltstrom, die speziell dann auch für Infinity Code One zwar gekommen ist, aber an und für sich auch eine ganz normale 2-Spieler Starter Box ist. Also auch dort gerne mal vorbeischauen, falls ihr euch das interessiert und ihr eben eine neuere Box sehen wollt. Und dann hätte ich gesagt, legen wir gleich mal los. Ich gebe das hier mal zur Seite und dann fangen wir hier gleich mal mit diesen Boxen an. Das sind eben die Starter Packs oder in dem Fall eine Sektor Starter Pack für Eugene. Hier ist es so, bei denen muss man ein bisschen schauen. Ich bin mir jetzt, also geben tut es solche Boxen noch, die werden aber jetzt, glaube ich, schon langsam ausgetauscht gegen eben die neueren Action Packs, zu denen wir dann gleich als nächstes kommen werden. Aber auch hier, es gibt nach wie vor noch diese Starter Packs, in denen sind eigentlich immer 6 Figuren enthalten. Und die bilden eigentlich einen ganz guten Start, um mit Infinity anzufangen, wenn man eben alleine ist und für sich etwas aufbauen möchte. Wenn man zum Beispiel in eine bestehende Spielgruppe einsteigt, dann könnte man sowas durchaus nehmen. Oder auch bei gewissen Armeen, wie hier zum Beispiel die Invincible Army von Eugene, da gibt es nur dieses Pack, also die sind jetzt in keinem anderen Set enthalten. Dort gibt es nur dieses Sektor-Starter-Pack hier mit den 6 Figuren und dann eben noch die Einzelfiguren. Also sollte man so in diese Richtung gehen wollen, dann ist natürlich dieses Set definitiv zu empfehlen. Und ansonsten müsst ihr halt ein bisschen schauen, was ihr sonst für Möglichkeiten habt. Aber es gibt noch auch andere Sets von anderen Fraktionen in Infinity, die ebenfalls solche Starter-Packs noch haben, aber es sind auch schon ältere Starter-Packs rausgefallen, habe ich gesehen, die zumindest aktuell nicht mehr verfügbar sind, soweit ich das mitbekommen habe. Aber das würde ich mal sagen, wäre der erste und ist auch der günstigste Einstiegspunkt für Infinity. Ihr bekommt hier gleich mal 6 Figuren für die ersten paar Spiele und ja, so ungefähr 12 bis 13 Figuren oder 10 bis 15 Figuren ist so die normale Spielgröße, die man dann hat bei einem vollen Spiel. Also da seid ihr dann schon mit der Hälfte ungefähr ganz gut aufgestellt. Und bei gewissen Armeen, wie gesagt, wie hier Invincible Army, habt ihr eh keine andere Möglichkeit. Und da ist auch dieses Set auf jeden Fall zu empfehlen, weil ihr die Figuren daraus auch haben wollt, wenn ihr Invincible Army zum Beispiel spielen wollt. Was ich aber noch dazu sagen möchte, das hier geht jetzt in keinster Weise darauf ein, das Video, wie gut die Einheiten darin sind. Das soll nur wirklich einen Startpunkt für euch bieten, mit Möglichkeiten, wie ihr bei Infinity einsteigen könnt, ohne jetzt da auf die Spielstärke einzugehen, wie gut oder schlecht die einzelnen Einheiten und die Waffenoptionen in den Boxen jeweils sind. Aber das, wie gesagt, mein erster Punkt, wie man einsteigen könnte. Diese Starter Packs kosten ungefähr bei 40 Euro und sind damit auch die günstigste Möglichkeit.
Dann als zweites, das ist jetzt mittlerweile etwas Neueres, und zwar die Action Packs. Hier ist der Armada Action Pack von der O12. Also ich habe jetzt auch da noch kurz, ich werde die Figuren hier jetzt auch nicht auspacken, weil auch nicht mehr alles drinnen ist, sondern das ist nur zum Herzeigen, was es gibt. Es geht hier jetzt nicht um irgendwie ein Unboxing oder so etwas, sondern wirklich um Möglichkeiten, wie man einsteigen kann. Daher werden wir uns darauf auch beschränken. Wie gesagt, hier zweite Möglichkeit sind diese Action Packs, die sind jetzt relativ neu, die es mittlerweile jetzt gibt. Die sind verhältnismäßig neu, die sind voriges Jahr herausgekommen, zusammen mit N4 könnte man sagen, beziehungsweise Code One. Und ich glaube auch hier die O12 Armada Box ist, glaube ich, sogar die erste gewesen, die als Action Pack herausgekommen ist. Man sieht gleich mal im Vergleich zur anderen Box, sie ist größer. Es ist natürlich auch dementsprechend mehr drinnen. Wenn wir uns die Rückseite ansehen, ihr habt hier 9 Figuren, die ihr hier dann bekommt. Und hier habt ihr auch schon alles eigentlich drinnen für den Start. Wieder wie gesagt, man hat hier eine Reihe von verschiedenen Truppentypen dabei, um auch Verschiedenes auszuprobieren, und ist auch ein perfekter Einstiegspunkt. Vor allem, weil eben, was bei diesen Boxen auch immer ist, man hat halt Figuren, die es teilweise dann hier am Anfang nur in dieser Box gibt, die auch teilweise gar nicht anders erhältlich sein werden, auch in Zukunft nicht. Daher sind diese Boxen sowieso immer empfehlenswert. Auch ich als jemand, der schon länger spielt, holt sich die Boxen immer mal wieder für die jeweilige Fraktion, wenn es relevant ist. Oder hier zum Beispiel habe ich über die Operation Kaltstrom Box angefangen mit O12 und habe mir dieses Pack jetzt nicht geholt, weil ich mit O12 anfangen wollte, sondern eben um die O12 zu erweitern mit neuen Einheiten. Und das ist eben die zweite Möglichkeit. Diese Action Packs im Vergleich zur ersten Box sind mehr Figuren drinnen. Man kann hier schon was ganz Gutes aufbauen. Und es sind mittlerweile auch schon eine ganze Reihe weiterer Action Packs herausgekommen und auch angekündigt für andere Fraktionen. Und ich denke mal, diese Action Packs werden dann in Zukunft auch diese Starter Packs hier ablösen. So zumindest meine Ansicht zu dem Thema. Natürlich dadurch, dass diese Boxen größer sind und beziehungsweise mehr Figuren enthalten, sind die natürlich auch teurer als die erste Variante, die ich vorgestellt habe. Bei der ersten Box war die irgendwo bei 40 Euro, habe ich gesagt, und hier kommt ihr im Einzelhandel irgendwo auf, ich würde sagen, so 65 Euro. Dafür bekommt ihr das hier und diese Figuren. Und was bei diesen beiden Boxen noch wichtig zu sagen ist, hier sind nur Figuren enthalten. Also hier ist sonst nichts enthalten. Das sind die beiden günstigeren Varianten, um einzusteigen, mit den Starter Packs oder eben den Action Packs. Hier sind nur die abgebildeten Figuren enthalten, sonst überhaupt nichts. Für die Regeln natürlich klarerweise, die gibt es sowieso kostenlos als PDF. Da braucht ihr ohnehin nichts ausgeben, kein Geld. Das heißt, PDF runterladen, eine dieser Boxen holen und ihr seid schon mal gut unterwegs für die ersten Spiele. Und was ihr dann halt natürlich noch braucht, sind natürlich die ganzen Spielmaterialien wie Würfel, Maßband und natürlich Gelände. Und hier kommt jetzt das dritte Pack ins Spiel, und zwar diese Packs hier. Da gibt es mittlerweile auch schon andere, also dieses Pack ist ein älteres. Das gibt es so mittlerweile auch nicht mehr und wird auch nicht mehr produziert, soweit ich weiß. Aber zum Beispiel, wenn ihr euch das Video, das ich vorhin verlinkt habe, ich mache es hier nochmal rein, dieses Operation Kaltstrom Video, das ist genau die gleiche Art von Box. Das ist jetzt noch eine größere Variante und diese sind eben gedacht im Speziellen für 2 Spieler, steht auch hier schon unten dabei. Und was bekommt ihr hier? Meiner Meinung nach, grundsätzlich würde ich schon mal sagen, vorweg, das ist meiner Ansicht nach die bessere Variante, um ins Spiel einzusteigen. Diese Starter Packs, wie gesagt, nur bei ausgewählten Dingen würde ich sie hernehmen, wie zum Beispiel hier bei der Invincible Army, weil es da keine andere Möglichkeit gibt. Oder bei O12 hier das Action Pack natürlich
weil das wie gesagt die neueren Varianten von Anfängersets sind, um zu starten, aber auch zum Beispiel im Speziellen für O12 gibt es eben mit dieser Operation Kaltstrom Box, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, auch eine 2-Spieler Starterbox, wo bereits die ersten Figuren enthalten sind. Und wieso würde ich diese Boxen eher empfehlen als die ersten beiden für den Anfang? Ist erstens einmal, es ist wie gesagt eine 2-Spieler Starterbox. Ich würde sie euch aber auch das dann empfehlen, wenn ihr allein starten solltet, egal ob ihr schon Spieler habt oder nicht, die Infinity bereits spielen. Ich würde mir trotzdem eine dieser Boxen kaufen, aus dem ganz einfachen Grund eben auch das Preis-Leistungs-Verhältnis und das ganze Material, das ihr bekommt. In den ersten beiden Boxen, wie gesagt, waren nur Figuren enthalten, hier mit rund 40 Euro, hier mit rund 65 Euro und diese Box gibt es im Einzelhandel für um die 90 bis 100 Euro. Und wenn ihr euch da dann anseht, ihr bekommt alles, was hier hinten abgebildet ist. Also wenn wir hier dann mal auf der Seite schauen, das sind die Figuren, die hier enthalten sind. Hier habt ihr 6 Figuren, die hier abgebildet sind. Das ist also das Starterpack von Hagislam. Das ist quasi dieses Set, nur nochmal neu verpackt. Ob es das Hagislam Starter-Set jetzt noch gibt, weiß ich gar nicht, aber zumindest dieses Set hier von Hagislam, dieses Starter-Set, das sind genau die gleichen 6 Figuren, die hier abgebildet sind. Plus ihr bekommt hier noch eine zusätzliche 7. Figur und diese Figur ist nur exklusiv in diesem Set erhältlich. Und das war auch bisher bei allen diesen 2-Spieler-Starter-Sets so. Ihr bekommt eben 6 Grundfiguren, die auch meistens in einem Starterpack dann erhältlich waren und sind. Und zusätzlich dann eben noch eine Exklusivfigur, die es nur in dieser Box gibt, die so auch nicht einzeln erscheinen wird. Und auch auf der anderen Seite noch die Infos der zweiten Armee, die hier enthalten sind. Also die erste war Hagislam, hier hätten wir wieder Yu Jing, was wie gesagt nicht so wichtig ist, weil diese Box gibt es hier nicht mehr. Aber auch hier wieder das gleiche Thema, ihr habt hier 6 Figuren, hier 3 und hier 3. Das sind die gleichen Figuren, die auch in der nicht in der 2-Spieler, im Starterpack für 40 Euro enthalten waren und enthalten sind, wenn ihr es noch irgendwo bekommt. Und hier habt ihr noch einen Ninja dabei gehabt, der als exklusive Figur nur in dieser Box erhältlich gewesen ist. Und wie gesagt, das ist hier in dieser Box, also 2 Streitkräfte mit jeweils 7 Figuren, mit jeweils einer Exklusivfigur dabei. Und damit habt ihr schon mal alles, um zu zweit anzufangen, zu zweit die ersten Spiele zu spielen. Oder eben, wenn man alleine beginnt, hat man hier mit diesen Boxen auch schon eine zweite Armee dabei, eben um Demospiele geben zu können. Das hier können wir mal ignorieren, das war eine Sonderedition von vorigem Jahr oder beziehungsweise von 2019. Da waren noch mehr Figuren dabei zu einem Sonderpreis, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Was hier noch dann interessant ist, eben im Vergleich zu den anderen beiden Boxen, wie gesagt, die Starmada-Boxen beziehungsweise die Action-Packs sind die neuen, schätze ich mal, Starter-Boxen, die es dann geben wird und die diese kleineren Boxen dann ersetzen, so zumindest meine Ansicht, sind nur Figuren enthalten und hier bekommt ihr neben einer größeren Anzahl von Figuren für eben 2 Armeen auch noch alles, was hier hinten noch abgebildet ist. Das heißt einen kleinen Spielplan, um erste kleine Spiele zu machen, in dem Fall Pappgelände zum Zusammenstecken. Würfel sind dabei, jeweils 3 für jede Fraktion, 3, also 6 insgesamt. Ihr habt hier aus Pappe zum Heraustrennen Schablonen für Reichweite, für die verschiedenen Befehle, für Rauch und so weiter und auch noch ein Booklet, das euch Schritt für Schritt ans Spiel heranführt mit kleinen Einstiegsmissionen und damit eigentlich habt ihr hier im Vergleich zu den ersten beiden Boxen alles, was ihr braucht, um ins Spiel einzusteigen und müsst euch eigentlich nichts mehr dazu holen. Und wie gesagt, das Regelbuch, das es ja auch zu kaufen gibt, muss man sich nicht holen, denn das gibt es auch als PDF kostenlos. Das könnt ihr euch jederzeit runterladen und damit macht es auch dann keinen Unterschied, ob ihr jetzt Infinity N4 spielen wollt oder für den Anfang mal Code One.
Diese Figuren sind im Regelfall immer benutzbar, vor allem eben bei den neueren Boxen. Wie gesagt, das ist eine alte Box. Die vom Vorjahr war die Operation Kaltstrom und die war oder ist speziell damals zusammen mit Code One erschienen und ist dementsprechend dann auch voll und ganz kompatibel. Und ja, das wären meine Vorschläge, wie man mit Infinity anfangen könnte. Natürlich alles ohne Gewähr. Das ist nur meine persönliche Meinung und ich denke aber rein vom Gefühl her doch eine gute, dass man diese Boxen eben hat und dann, wenn man diese schon die Möglichkeit hat zu kaufen, dass man dann damit startet und sich nicht mühsam irgendwelche Einzelfiguren zulegt. Mich würde jetzt noch interessieren, was ihr von dem Thema haltet, vor allem auch, wenn ihr jetzt gerade erst anfangt, habt ihr auch mit einer dieser Boxen hier spekuliert oder euch eine schon geholt? Und natürlich auch bei den bereits bestehenden Spielern. Was ist eure Meinung dazu? Holt ihr euch diese Boxen, so wie ich auch teilweise, wenn die passenden Figuren für eure Fraktionen enthalten sind? Oder sagt ihr doch eher, nee, diese Boxen sind eigentlich nichts mehr für mich, da ich schon vieles habe oder schon im Spiel drinnen bin. Ich kaufe nur mehr die Neuerscheinungen mit den Einzelfiguren und mit den anderen Boxen, weil dort sind eben die Sachen dann enthalten, die man wirklich brauchen kann. Ja, würde mich gerne interessieren, was ihr dazu sagt, also gerne in die Kommentare damit. Was bleibt mir noch zu sagen? Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn dir das Video gefallen hat, würde es mir helfen, wenn du den Kanal abonnierst und ein Like da lasst bei dem Video. Ja, das soll schon gewesen sein mit Eigenwerbung. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.